Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Heute zeige ich euch meine Version von Sulu Köfte und zwar mache ich einen super leckeren Bulgur-Hackbällchen-Eintopf. Als erstes bereite ich die Bulgur-Köfte, also die Hackbällchen, zu. Dazu hacke ich zunächst 2 bis 3 Stängel Petersilie und eine Knoblauchzehe möglichst fein. Die gehackte Petersilie und den Knoblauch mische ich dann mit einem Kilo nicht zu magerem Hackfleisch, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel getrocknete Minze, 1/4 Teelöffel Sieben-Gewürze-Mischung, 1 Esslöffel Tomatenmark und 100 bis 120 Gramm feinen Bulgur. Ich habe hier etwas mehr Bulgur genommen, aber wenn ihr das zum ersten Mal macht, dann nehmt lieber etwas weniger. Hier ist es wichtig, dass die Zutaten wirklich gründlich verknetet werden. Ansonsten kann es passieren, dass die Hackbällchen beim Kochen auseinanderfallen. Bevor ich die Klößchen forme, streue ich etwas Mehl in eine große Schüssel, um die Köfte darin zu bemehlen. Jetzt nehme ich mir immer ein Stück von der Hackfleischmasse, knete sie etwas fest und forme es zu kleinen Bällchen. Sobald die Köfte in der Schüssel enger aneinander liegen, rüttel ich die Schüssel durch. Dadurch werden sie von allen Seiten bemehlt und kleben dann nicht aneinander. Und jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn man zu viel Bulgur nimmt oder die Masse zu lange stehen lässt. Denn dann wird die Masse trocken und die Bällchen nicht richtig fest. Um die Masse wieder anzufeuchten, könnt ihr nun etwas Wasser zugeben und nochmal gründlich durchkneten. Danach lassen sie sich wieder problemlos formen. Am Ende gebe ich nochmal Mehl auf die Hackbällchen und rüttel sie in der Schüssel durch, bis sie alle gut bemehlt sind. Ich mache das jetzt so, dass ich einen Teil der Bulgur-Hackbällchen einfriere. Die gebe ich nämlich ganz gerne in die Suppe, wenn ich mal nicht so viel Zeit habe. Anders als beim klassischen Sulu Köfte nehme ich für den Eintopf auch Erbsen und Möhren. Die Flüssigkeit schütte ich weg und spüle die Erbsen kurz ab. Weil ich die Möhrchen etwas kleiner mag, sortiere ich sie aus und schneide sie in kleine Stücke. Ihr könnt sie aber auch so lassen, wie sie sind. Als nächstes hacke ich eine Knoblauchzehe und schneide eine Zwiebel in feine Würfel. In einem ausreichend großen Topf erhitze ich 2 Esslöffel Öl und brate die Zwiebel- und Knoblauchwürfel glasig an.
Dann gebe ich einen Esslöffel Tomatenmark hinzu und brate dieses auch kurz an, denn dadurch schmeckt es noch etwas besser. Nun gebe ich die Erbsen in den Topf, dünste sie kurz an und fülle den Topf mit 1 bis 1,5 Liter Wasser. Danach gebe ich einen Teelöffel Salz und ein Viertel Teelöffel 7 Gewürzemischung hinzu. Dieses Gewürz gibt es in jedem türkischen Supermarkt, aber auch zum Beispiel bei Rewe. Jetzt schließe ich den Deckel und lasse die Erbsen 10 bis 20 Minuten weich kochen. Dadurch wird der Eintopf noch sämiger. Währenddessen schäle ich schon mal eine Kartoffel und schneide sie in mittelgroße Stücke. Die Kartoffelstücke gebe ich dann zusammen mit dem Möhrchen in die Suppe und lasse sie 10 bis 15 Minuten kochen. Wenn die Kartoffeln fast gar sind, gebe ich die Bulgurbällchen hinein und lasse den Eintopf noch 25 bis 30 Minuten bei niedriger Hitze köcheln. Bei uns wird dieser Eintopf immer sehr gerne gegessen und gehört zu unseren absoluten Lieblingsgerichten. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Suppenrezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!